Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Sunscreen Sunday und heute freue ich mich besonders auf das Video, denn ich kann euch ein neues Sonnenschutzprodukt aus der Drogerie zeigen und zwar handelt es sich um die Sun-Ozon Med Sundrops mit SPF 50+, die ihr bei Rossmann bekommt. Ich habe mir bereits die benötigte Menge von 1 Gramm abgewogen und werde das sofort auf mein Gesicht auftragen, denn ich finde, dass Videoaufnahmen bzw. Bilder mehr sagen als 1000 Worte. Ich kann euch jetzt natürlich lang und breit erklären, wie sich das Produkt anfühlt, aber im Endeffekt ist einfach das Aussagekräftigste, wenn ich euch das Produkt in der korrekten Auftragsmenge zeige und natürlich auch bei Tageslicht, und dementsprechend werde ich das Ganze jetzt wie immer in 2 Schichten auftragen. Ach so, falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, das ist die Menge, die benötigt wird, um den deklarierten Schutz von SPF 50 zu erreichen. Also das habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesogen, denn genau so wird Sonnencreme getestet. Dabei werden 2 Milligramm des Produkts je Quadratzentimeter Haut aufgetragen und dementsprechend entspricht das ungefähr 1 Gramm fürs Gesicht. Ich denke, ihr könnt ganz gut erkennen, dass die Sundrops relativ cremig sind. Also sie haben jetzt nicht unbedingt eine super flüssige Textur und man muss auch definitiv einiges an Arbeit reinstecken, um das Produkt gleichmäßig auf der Haut zu verteilen. Wie ihr sehen könnt, sind die Sundrops vom Finish relativ ölig. Ich bewege mich auch noch mal so ein bisschen im Tageslicht, damit ihr das besser erkennen könnt. Aber ich muss dem Produkt zugutehalten, dass es sich nicht zu schwer und auch nicht unangenehm auf der Haut anfühlt. Ich habe auch nicht das Gefühl, irgendeinen komischen Film auf der Haut drauf zu haben. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die Sundrops was für ölige Haut sind. Bevor ich zur Formulierung komme, will ich noch mal ganz kurz was zur Primärverpackung loswerden. Und zwar ist das die Verpackung, die mit dem Produkt in Kontakt kommt. Und meiner Meinung nach ist diese Verpackung ein absoluter Fail und passt nicht zum Produkt. Denn wir haben hier eine Pipette und die ist einfach komplett ungeeignet, um dieses sehr cremige Produkt ordentlich dosieren zu können. Ich habe wirklich alles versucht rauszufinden, wie vielen Droppern 1 Gramm entspricht, weil ich das auch gerne an euch weitergeben wollte. Aber es war einfach unmöglich, weil ich es nie geschafft habe, eine volle Pipette von diesem Produkt dosieren zu können, weil es einfach viel zu cremig ist. Da kommen meistens einfach nur ein paar Tropfen raus und dementsprechend ist es wahnsinnig schwer, dieses Produkt zu dosieren, und deshalb kann ich euch auch leider nicht sagen, wie vielen Droppern 1 Gramm entspricht. Was die Formulierung angeht, gibt es nicht sonderlich viel zu meckern. Das Produkt basiert auf modernen organischen UV-Filtern. Hier sind auch keinerlei anorganische UV-Filter enthalten, wie zum Beispiel Zinkoxid oder Titandioxid, und dadurch weißelt diese Sonnencreme auch nicht. Und diese Sonnencreme verzichtet komplett auf deklarationspflichtige Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung. Das heißt, alle Duftstoffallergiker oder Allergikerinnen und duftempfindliche Menschen werden sich hier definitiv freuen. Zusammenfassend muss ich sagen, dass ich mich natürlich immer extrem freue, wenn Drogerien neue Sonnenschutzprodukte ins Sortiment aufnehmen. Vor allem, wenn sie keine deklarationspflichtigen Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung enthalten. Denn Duftstoffallergiker und Allergikerinnen oder eben Menschen mit empfindlicher Haut oder duftempfindliche Personen werden seit Jahren ausgeschlossen. Und deswegen ist es einfach immer wieder schön, wenn Produkte für diese Zielgruppe ins Sortiment aufgenommen werden. Denn jene Produkte können natürlich auch Menschen verwenden, die keine Duftstoffallergie haben, und dementsprechend freue ich mich einfach riesig darüber. Und es stört mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wenn bei Sonnenschutzprodukten gewisse Basisformulierungen immer wieder anders genutzt werden oder anders vermarktet werden. Denn jedes Sonnenschutzprodukt, also jede Sonnencreme, die verkauft wird oder die eine ganz bestimmte Person anspricht, die vielleicht vorher keine Sonnencreme benutzt hat, ist natürlich ein absoluter Zugewinn. Auch wenn ich kein großer Fan von der Verpackung der Sundrops bin, weil sie sich mit dem Dropper nur schwer dosieren lassen, muss ich sagen, dass das für einen
Drogerieprodukt wirklich eine gute Formulierung ist und vor allem ein Produkt, das richtig gut performt. Denn wenn ihr euch an meinen letzten Sunscreen Sunday erinnert, da habe ich eine Sonnencreme für 41 € ausprobiert und die sah richtig furchtbar auf meiner Haut aus und dementsprechend ist das für mich einfach mal wieder der Beweis, dass man gute Drogerieprodukte bekommen kann, die auch noch bezahlbar sind und die teilweise besser performen als High-End-Produkte. Dementsprechend möchte ich an dieser Stelle auch eine Empfehlung dafür aussprechen, falls euch diese Verpackung nicht stört, falls euch dieses ölige Finish nicht stören sollte, dann schaut euch die Sundrops unbedingt mal an. Und ich weiß auch nicht, ob ich es bereits erwähnt habe, aber die Sundrops brennen bei mir nicht in den Augen und wie ihr sehen könnt, krümelt ja auch nichts runter und ich finde sie vom Hautgefühl auch super angenehm. Das war's schon mit dem heutigen Sunscreen Sunday. Ich hoffe sehr, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat und falls ihr euch das Ganze nochmal durchlesen möchtet, dann verlinke ich euch unten in der Infobox den passenden Blogpost zu dem Video und wenn ihr den letzten Sunscreen Sunday verpasst haben solltet, dann klickt einfach auf dieses Video hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.